Philipp Blom ist Philosoph und Historiker. Er studierte in Wien und Oxford. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit moderiert er die Sendung Punkt 1 auf dem Kultursender Ö1. Er macht Filme wie die preisgekrönte Dokumentarserie Der taumelnde Kontinent und arbeitet als Kurator. Philipp Bloms Bücher verbinden historische Forschung und philosophische Erkundungen. Einige sind Bestseller geworden, wurden in 16 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Vor dem Hintergrund von gegenwärtigen Umbrüchen wie der Erderwärmung und der Digitalisierung wendet er sich verstärkt Gegenwarts- und Zukunftsthemen zu, was auch sein jüngstes Buch »Was auf dem Spiel steht« zeigt. Diese völlig wahnsinnige Ambition, dass wir die Erde unterwerfen können, dass wir der Boss der Natur sind, die hat uns begleitet 3000 Jahre lang. Die wird jetzt selbstmörderisch. Neon Green Network präsentiert Philipp Blom. Guten Abend. Guten Abend, jetzt sehe ich Sie gerade nicht so gut, aber ich habe Sie vorher gesehen. Lauter Gesichter, die offen sind und die hergekommen sind, damit wir vielleicht gemeinsam irgendetwas ändern können. Und das gibt mir ehrlich gesagt Mut. Und Mut ist etwas, wovon wir im Moment vielleicht manchmal nicht genug haben, denn wir sind im Krieg. Es gibt nicht nur den Krieg, den der Bundespräsident angesprochen hat, der Krieg, von dem uns nur ein Land trennt hier. Wir sind in einem viel größeren Krieg, denn dieser Ukraine-Krieg ist ein Teil davon. Übrigens ein Teil, der nicht so passieren würde ohne fossile Brennstoffe. Denn die fossilen Kriege, die unsere Welt überziehen, die zeigen uns auch, was für eine Tragödie der Gebrauch von fossilen Brennstoffen zum Beispiel auch für Demokratien und für die Gestaltung von menschlichem Leben ist. Aber das ist nicht der Krieg, über den ich heute sprechen möchte. Der Krieg, um den es mir geht, ist der Krieg, den wir führen gegen die Natur. Wir zerstören die Natur, um hier so leben zu können, in einer sehr luxuriösen Umgebung. Und wir tun das mit einem Tempo, das man nur als wahnsinnig und atemberaubend bezeichnen kann. Sie werden gleich von Juma hören, im Moment zerstören wir, und ich habe diese Zahl mehrmals recherchiert, denn sie erscheint mir immer so unglaublich, zerstört die Menschheit pro Minute 30 Fußballfelder Regenwald. Also ich habe jetzt fast 2 Minuten geredet, das waren 60 Fußballfelder Regenwald bereits. Das ist ein Tempo, das wahnsinnig ist, und das ist ein Tempo, das nicht weitergehen kann. Aber es kann uns auch zu der Frage führen, wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass eine Primatenart eine beispiellose Kampagne beginnt, ihre eigenen Lebensumstände zu zerstören, die Bedingungen, die sie selbst braucht, um zu überleben, zu zerstören? Ich bin Historiker, ich möchte Sie zurücknehmen in die Geschichte auf eine ganz weite Zeitreise, um das zu erklären. Denn wir sind nicht die einzige Tierart, die ihre Umgebung zerstört. Tiere, die keine natürlichen Fressfeinde haben, tun das oft, ob das Hasen waren in Australien oder übrigens auch Großwild in unseren Wäldern, die künstlich kontrolliert werden müssen, weil sie sonst ihre Ressourcen auffressen, wie wir das auch tun. Wir haben auch keine natürlichen Fressfeinde. Aber wir haben noch anderes, was uns sozusagen beschleunigt hat darin. Wir haben Technologien und wir haben Geschichten. Diese Geschichten konstituieren uns, die schaffen uns und geben uns die Ideen, mit denen wir in die Welt sehen. Und da ist eine Geschichte für diese Tatsache ganz besonders wichtig. Sie kennen sie vielleicht, Sie kennen sie aus der Bibel, der berühmte Satz, den Gott zu Adam und Eva sagt: Macht euch die Erde untertan. Um zu verstehen, wie wichtig dieser Satz ist, möchte ich Sie mitnehmen in die Welt
die herum war um diese biblische Welt, die Welt der Griechen, die Welt der Römer dann auch, die Welt der Ägypter, die übrigens nicht so unterschiedlich war von der Welt, aus der Juma kommt. Nämlich eine Welt, die beseelt ist. Eine Welt, in der es keine tote Materie gibt. Eine Welt, in der wir eingebunden sind in ein System von Interessen und von Intentionen und wo wir mit jedem Schritt, den wir machen, auf das Territorium von jemand anders treten. Deswegen muss man sich mit diesen anderen Kräften arrangieren. Den Göttern, den Dämonen, den Nymphen. Man muss Opfer bringen, man muss Gebete darbringen, man muss Respekt zeigen. Denn man weiß, wenn ich mich verhalte, als wären die nicht da, dann werden sie mir sehr bald zeigen, dass sie da sind. Und mein Unternehmen wird nicht erfolgreich sein. Das heißt, diese Welt war ein dauerndes Geben und Nehmen. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, wie wichtig dieser biblische Satz ist, denn es war eine mythologische Atombombe. Dieser Satz, der sagt, nein, die Erde ist nicht beseelt. Aha. Die Erde ist nicht beseelt, die Erde ist totes Territorium. Mit der kannst du tun, was du willst. Die spricht nicht mit dir, die will nichts von dir, die hat keine Stimme, es geht schon wieder. Ja, danke. Sie hat keine Stimme. Du kannst damit tun, was du willst, und zwar auf eine klassisch patriarchale Weise. Du kannst sie besitzen, du kannst sie penetrieren, du kannst sie umpflügen, du kannst sie verkaufen. Du bist der Herr. Und dieses Bild schafft auch die Idee, da Adam und Eva am letzten Schöpfungstag geschaffen sind, sie sind etwas anderes als der Rest der Natur. Sie stehen drüber, sie sind außerhalb. Und sie haben diese Natur unter sich und sie können mit ihr machen, was sie wollen. Aus dieser Idee ist dann im Laufe der Geschichte die wissenschaftliche Naturbeherrschung geworden. Diese Idee hat die Entwicklungen befeuert, die nicht nur Kriege und Kolonialismus und Umweltzerstörung verursacht haben, sondern übrigens auch Wissenschaft und Kunst und Städte. Also es ist wie jedes große historische Phänomen immer ambivalent. Das Problem ist, dass diese Idee, die in der Bronzezeit eine harmlose Illusion war, weil die Gesellschaften einfach nicht die Technologien hatten, die ihnen erlaubten, die Erde wirklich zu beschädigen. Diese Idee wird jetzt zu einer tödlichen Falle für uns. Denn wir haben so viel technologische Reichweite, dass wir ernsthaft Schaden anrichten können. Menschen vor 3000 Jahren waren nicht dümmer als wir. Sie haben in anderen Kategorien gedacht. Leider heißt das auch, dass wir immer noch nicht klüger geworden sind. Und hier kommen wir an eine Situation, in der wir uns finden, wo uns nämlich die Natur zeigt, dass wir nicht die Herren sind, dass wir nicht in Kontrolle sind, nicht von unserem Schicksal und schon gar nicht von der Natur und ihren Systemen. Und wir kommen an einen Moment, wo wir keine Antworten mehr haben. Denn die Antwort, die wir bis jetzt auf ziemlich alles hatten, war Wirtschaftswachstum, zumindest in der Nachkriegszeit. Und ein einfaches Beispiel, wenn die Wirtschaft 3% wächst, dann verdoppelt sie sich alle 24 Jahre. Alle 24 Jahre doppelt so viele Ressourcen, doppelt so viel Abfall, doppelt so viele Produkte. Ich glaube, es ist einfach zu verstehen, dass das keine Lösung, dass das keine Antwort auf diese Krise sein kann. Aber das heißt auch, wenn wir nicht mehr der Chef sind und wenn uns unsere Waffen oder unsere Instrumente aus der Hand geschlagen sind, wer oder was sind wir dann? Der französische Philosoph Bruno Latour hat ein Gedankenexperiment gemacht, das mir sehr gefällt. Er fragt, wo wohnen wir eigentlich? Die Antwort ist auf der Erde. Und er sagt, das ist ein Bild, das nicht hilfreich ist. Wenn man denkt, man lebt auf der Erde, dann hat man die Füße im Dreck und den Kopf hoch erhoben in der klaren Luft und sieht mit einem weiten Horizont. Und das ist eine Herrschaftsperspektive. Er schlägt vor, dass wir uns selbst neu denken lernen als Bewohner der kritischen Zone.
Und diese kritische Zone, das ist die ganz dünne Membran von Gasen, die sich um diesen Planeten zieht, zwischen den toten Gesteinen unter unseren Füßen und der ewigen Leere über unseren Köpfen. Und nur innerhalb von dieser Membran können wir leben. Und diese Membran wird in einem instabilen Gleichgewicht gehalten von unzählig vielen Akteuren. Von uns, von Mikroben, von Pilzen, von tektonischen Platten, von Höhenwinden. Alle Phänomene auf diesem Planeten tragen dazu bei, dass diese kritische Zone besteht und entweder lebbar ist oder nicht. Mir gefällt dieses Bild sehr gut, weil es uns ein anderes Bild von uns selbst gibt, eine andere Perspektive auf uns und damit uns, glaube ich, ein ganz wichtiges Stück Handlungsspielraum zurückgibt. Denn natürlich müssen wir physische Aktionen setzen gegen fossile Brennstoffe, gegen viele andere schädliche Praktiken. Und wir müssen andere Praktiken schaffen. Aber ich glaube, das können wir nur, wenn wir lernen, anders über uns selbst nachzudenken. Nicht als die Herren der Schöpfung, und ich sage bewusst Herren, denn es geht um etwas sehr Patriarchales, sondern als ein Organismus unter sehr vielen. Und unsere Zukunft scheint darin zu bestehen, dass wir lernen, unseren Platz zu finden unter diesen sehr vielen. Und nur wenn wir diesen Ort finden können, nur wenn wir begreifen können, wie unwichtig wir sind, dann haben wir vielleicht eine Chance. Wir sind viel weniger wichtig als Plankton oder Pilze oder Bakterien. Und wir sind vielleicht auch nur ein Trägersystem für Bakterien und andere Mikroben. Aber für uns sind wir wichtig. Und deswegen, wenn wir nicht mehr der Chef sind, das heißt, wir sind am Ende von 3000 Jahren Kulturgeschichte. 3000 Jahre Kulturgeschichte, in denen wir mit der Muttermilch aufgesogen haben, dass die Erde da ist, damit wir sie ausbeuten können. Dass die Erde da ist, damit wir unbegrenztes Wirtschaftswachstum haben können und vielleicht noch als Hintergrund vor Urlaubsschnappschüsse. Wir begreifen jetzt langsam, das ist nicht so, das kann nicht sein. Aber wenn etwas zu Ende geht, dann ist es immer auch der Anfang von etwas Neuem. Und ich glaube, dieses Neue, das ist eine Revolution, die größer ist als die Revolution von Kopernikus, der zum ersten Mal zeigte, dass sich die Sonne nicht um die Erde dreht, dass wir nicht das Zentrum des Universums sind. Wenn wir das begreifen könnten, dann könnten wir vielleicht anfangen, so etwas zu schaffen wie ein Klima des Friedens. Ein Klima des Friedens, nämlich nicht nur mit dem Rest der Natur, sondern wir müssten einen Schritt weiter gehen. Wir müssten die Natur abschaffen. Das heißt nicht, dass wir alle Bäume umsägen müssen, aber es heißt, dass wir begreifen müssen, es gibt nicht diesen Gegensatz zwischen uns und der Natur. Wir sind die Natur. Wir sind ein ziemlich unwichtiger Teil der Natur. Wenn wir das verinnerlichen können, wenn wir uns radikal neu denken können als ein Teil der Natur, dann haben wir vielleicht eine Chance. Und ich glaube, dann würde sich auch in unseren Gesellschaften alles ändern. Denn wenn wir die Herrschaftslogik hinter uns lassen, was wir tun müssen, um uns ein Überleben zu sichern, dann ändern sich auch soziale Praktiken, dann ändern sich Selbstbilder, dann ändern sich Menschenbilder. Wir leben im Krieg gegen die Natur. Beenden wir diesen Krieg, indem wir den Gegensatz beenden zwischen uns und dem Rest dieser Welt. Indem wir begreifen, dass wir nur im Frieden mit der Natur leben können, wenn wir es schaffen, diesen Frieden zu schaffen, der letztendlich auch ein Frieden mit uns selbst ist. Wenn wir das schaffen, wenn wir es schaffen, in unseren Köpfen neue Bilder zu schaffen, dann gibt es neue Hoffnung. Dann gibt es nicht nur die Antworten der vorigen Jahrhunderte auf die Krisen von morgen, sondern dann können wir die Antworten von morgen schaffen, um auf diese Krisen zu antworten
und um uns eine Lebensumgebung zu schaffen, die es wert ist, dass wir darin leben. Denn wir leben mit dieser seltsamen Illusion, dass wir in den besten möglichen Gesellschaften leben, dass alles so gut ist, wie es nur sein kann. Ich glaube, das ist eine Illusion. Ich glaube, unsere Gesellschaften könnten nicht nur weniger schädlich sein, sie könnten besser sein für uns, wenn wir diesen Schritt machen würden, wenn wir den Mut hätten, aus 3000 Jahren Kulturgeschichte herauszutreten in eine unbekannte Welt als Wesen, die wir selbst noch nicht gut verstehen. Und wenn wir dann lernen, uns neu kennenzulernen, das wäre der Frieden mit der Natur und das wäre das Klima des Friedens. Herzlichen Dank.